erwartet uns heute ein weiteres Spektakel, so wie in Hamburg. Das haben wir ja mit 3:3 beendet, dann am Ende heute gegen Braga. Frankfurt am Main, Frankfurt-Stadion. Junge, schreibt doch einfach Waldstadion. Bist du doof, hä? Braga ist 36. Wir sind 4. Wir können also einen weiteren Schritt machen in Richtung Champions League Achtelfinale. Dann umgehen wir die Playoffs und ich starte heute mal mit einem 4-4-2. Hatte ich ja im letzten Part schon angekündigt. Heißt also heute Ekitike und Usun vorne. Bisschen breitere Variante. Ich nehme einfach den Schwung gegen Hamburg mit. Also die letzten 20, 30 Minuten waren dann wieder okay. Davor nicht, weil wir halt, wie gesagt, unnötig 3 Gegentore uns gefangen haben. So Spiele werden wir aber immer drin haben. Deswegen ist es wichtig, dann auch solche Spiele zu ziehen. Und uns ja hier Selbstvertrauen und Schwung und Flow zu holen über die Champions League im schlimmsten Fall, sage ich mal. Koopmeiners könnt ihr jetzt mal anfangen. Koopmeiners zu zentral. Aber der hat halt unter anderem auch in Hamburg getroffen. Wir hätten auch noch gewinnen können. Wir hätten aber auch noch verlieren können in letzter Sekunde. Von daher war das wieder beste Werbung für diese Karriere hier, für dieses Spektakel, was wir ja in 9 von 10 Fällen eigentlich immer bekommen. Viele Tore, viele Gegentore. Und zu 0 spiele ich eigentlich selten, da gibt es eine ganz hohe Quote. Ja, und Braga, da ist ja das Problem, ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Die portugiesische Liga, ich habe selten gegen portugiesische Teams gespielt. Aber die scheinen schon mal nicht so schlecht zu sein, wenn sie schon mal sich auch was nach vorne trauen. Und nicht nur hinten drin stehen. Adingra, Ekitike vorne. Chavez, das ist aber nicht der von, den wir hatten, oder? Arthur Chavez? Nee. Ich glaube, das ist ein anderer. So, Adingra. Usun hat Platz. Ekitike setzt sich da durch. Usun mit ein bisschen Zufall. Setzt er sich da durch und es gibt die nächste Chance. Und den ersten Eckball. Und ich warte auf ein Eckballtor. Komm, wir haben so viele große Leute da. Hopp, irgendeiner wird sich doch mal erbarmen. Aber natürlich kommt dann der Kleinste wieder an den Ball und Adingra von Weitem. Ich möchte nicht sagen, dass wir uns jetzt in so einer kleinen Krise befinden. Dafür ist es halt echt zu weit hergeholt. Also wir hatten jetzt mal das Spiel in Dortmund, was nicht gut war. Ja, sind wir auch leider ausgeschieden. Dann hatten wir 3-3 in Hamburg. Viel Spektakel, aber ansonsten, wir sind Zweiter. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf dem ersten Platz. Wir stehen in der Champions League auch oben mit dabei. Alles bislang gewonnen, was man gewinnen kann. Aber es gibt halt auch so Phasen, wo es dann halt auch mal nicht läuft und dann musst du halt auch da sein. Das müssen wir dann trotzdem durchziehen, gemeinsam. Okay, was Marquez da macht, weiß ich nicht. Aber Braga kommt, wie bei Bruma. Der ist schnell, aber auch schnell müde, hoffentlich. So, Chance umzuschalten. Ekitike. Fofana, der andere läuft durch, Fofana. Brown, Ekitike. Ja, muss den eigentlich kriegen. Kein Abseits. Und jetzt die Chance. Ekitike. Zu lang gewartet. Schade, aber weiter geht's. Adingra. Chance lebt noch. Adingra, wo ist Usun? Da ist Usun! Den habe ich gesucht! Und genau das hat's mal gebraucht. Schönes Tor. Und das sage ich ja mal. Wir brauchen noch irgendeinen, der mal am 16er steht, den man auch mal so anspielen kann und der dann auch einen guten Schuss hat. Das haben sie alle. Ob Usun, ob Koopmeiners, ob Fofana. Fofana hat in Hamburg fast die Latte kaputt geschossen. Und ganz wichtig, auch wieder für Usun, dass er mal trifft. Oder dass er wieder trifft. Und dann geht unser Run, zumindest in der Champions League, weiter erstmal. Auch sehr verwundernswert. In der Champions League läuft's fast wie von selber. In der Liga tun wir uns schwer. Bislang. Also wir sind auf dem 2. Platz. Jetzt, wie gesagt, lass mal die Kirche im Dorf. Und wir sind schon wieder vorne. Und das 2:0. Und endlich Malik Fofana. Der klassische und trockene Abstauber. Muss auch mal sein. Er steht richtig, steht auch nicht im Abseits. Das ging jetzt doch ein bisschen zu schnell für Braga. Und dann steht's 2:0. Ja, auch wieder HSV machen wir jetzt innerhalb von 5 Minuten das Ding. Ja, weitestgehend klar will ich nicht sagen, dazu ist es noch zu früh, aber ihr wisst, was ich meine. So ein Doppelschlag, das kann auch mal gut tun, aber nicht bei unserer Verteidigung. Aber momentan ist das richtig gut. Es geht schnell direkt nach vorne. Wir haben auch den Platz, weil der Gegner jetzt nicht unbedingt
ja, uns große Gegenwehr leistet. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber Fofana, der hat jetzt Blut geleckt. Schade, weiterhin drauf bleiben. Ja, schade. Ich warte auf den Tag, wo er mal hinten reingeht. Ins Tor hatten wir sogar schon einmal, glaube ich, irgendwann. Wo der Keeper da mal selber hinten ins Tor reingeht. Da waren wir, glaube ich, bei Bremen. Habe ich letztens in dem YouTube-Short von mir, glaube ich, gesehen. So, wieder Fofana, natürlich, wer auch sonst. Der gewinnt so viele Zweikämpfe, das ist ein Zweikampfmonster. Unfassbar. Malik Fofana, Ekitike, Yusuf Fofana klärt. Oh, so ein Zack, und jetzt Fofana. Komm, Junge, schade. Wenn der durchkommt. Der andere Fofana, ja, bleibt drauf. Auch wenn wir nicht jeden Ball gewinnen im Pressing, aber genau das müssen wir machen. Hier, der läuft wieder das ganze Spiel lang. Jetzt hätte man den hinten aufgezogen. Wahnsinn. Was der alles abläuft, und dann hinten haben wir auch eine Verteidigung, die halt auch gut steht. Muss man auch mal sagen. Unterm Strich eine sehr, sehr gute Verteidigung in der Saison. Und wer ist wieder vorne? Natürlich Fofana. Der macht jeden Meter. Das ist Wahnsinn. Ach, schade. Zieht den Freistoß. Ne, macht er nicht. Der holt sich den Ball einfach wieder. Der will einfach immer mit dem Kopf durch die Wand. Das ist so ein Mentalitätsmonster, auch Fofana. Das ist Wahnsinn. Aber Achtung, jetzt haben wir aufgemacht. Banza ist durch. Auf einmal die Chance für Braga. Und Gott sei Dank warten sie so lange. Santos ist da. Aus dem Nichts. Das wäre wirklich aus dem Nichts gewesen, dieser Angriff. Weil, glaube ich, Demetrio oder Robin Koch rausgerückt sind. Und dadurch halt die Lücke dann da war. Also ein Glück. Der Gegner spielt auch mit. Wir haben einen guten Keeper. Und wir führen 2-0. Und das auch verdient. Wir hatten auch viele Chancen. Ja gut, 18-0 Schüsse. Dass das nicht als Schuss gilt. Gut, war klar. Er hat ja nicht aufs Tor geschossen. Er wurde ja quasi abgegerätscht von Santos. Und dann müssen wir so weitermachen. Gibt heute nichts zu bemängeln. Wir spielen gut. Das 4-4-2, das funktioniert heute mal. In dieser breiten Formation vorne mal 2 Optionen zu haben. Vielleicht zieht das die Verteidigung dann halt auch mehr auseinander. Aber trotzdem, ich kenne uns und unsere Verteidigung. Von daher ist das hier noch lange nicht entschieden. Das Spiel, Achtung! Es geht nämlich jetzt los. Erste Chance Braga in Halbzeit 2. Und jetzt, wenn er den Ball durchkriegt. Oh nein, sensationeller Ball wäre das gewesen. Aber da auch wieder die Frage, warum kriegt er den nicht durch? Da war so viel Platz. Und jetzt kommt Bruma. Santos kommt nicht raus. Wird angeschossen. Bleibt hinten wie angewurzelt stehen. Hat dann Glück, dass er, wie gesagt, da angeschossen wird. Nächste Chance, nächster Schuss. Und den schaut er vorbei. Kawa Santos. Und der nächste Angriff, Adingra. Zieht mal 2 Leute, zieht mal nach hinten und jetzt Fofana muss durchlaufen. Jawohl, Yusuf Fofana. Da ist Malik Fofana, wieder der andere. Die beiden Fofanas im Zusammenspiel. Adingra, Platz. Guck mal, das aber ihr seht, wie die mit verschieben. Das ist Wahnsinn! Und dann bleibt uns so der Weitschuss. Aber der war auch gut. Ging zwar auch 1-2 Meter vorbei, aber genau die Abschlüsse sind's. Jetzt stelle ich zurück auf 4-2-3-1. Jetzt wieder ein bisschen kompakter. Eine Stunde fast gespielt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir auch weiterhin so druckvoll spielen. Braga lädt uns auf jeden Fall dazu ein. Ja, und dann kann er den Ball nur wegschlagen. Das ist das Ergebnis von erfolgreichem Pressing. Gegner ist gezwungen, den Ball lang zu schlagen. Braga wechselt. Warum kommt Ekitike? Kein Abseits natürlich, weil es beim Einwurf ist. Für die Leute, die es nicht wussten. Und Adingra und dann der nächste Einwurf. Ist gut für uns. Wir halten den Ball weg von unserem eigenen Tor. Aber natürlich wachsam sein. Bei einem Tor von Braga ist das ganze Spiel hier wieder auf den Kopf gestellt. Genau die Bälle, auch wenn wir den jetzt nicht ganz gewinnen, aber genau das ist das, was ich spielen will. Ja, Pressing, hohes Pressing, phasenweise auch ein bisschen riskant, aber ihr seht, die Fehler häufen sich nicht nur beim Gegner, sondern auch bei uns. Und im besten Fall halt beim Gegner. Achtung, Regas überspielt. Jetzt wieder die Chance, 50-50, was macht er? Achtung, Robin Koch, sehr, sehr schön, sehr, sehr stark. Und Koop Meiners leitet den nächsten Angriff ein über Usun, der hat Platz, Ekitike. Gegen Araujo setzt er sich durch, ja, macht er aus spitzen Winkel. Kriegt er den irgendwie rein? Nein, aber Ecke. Okay.
Das Beste, was er machen konnte, war keiner mit da. Von daher alles gut. So, Brandweight mal für Robin Koch. Das ist ein guter Zeitpunkt jetzt. Und wer möchte denn jetzt endlich mal ein Eckballtor schießen? Das kann doch nicht sein hier. Das war eine Saison lang ohne eigenes Eckballtor beenden irgendwann. Das kann ja wohl nicht sein. So, weiter. Druck machen. Buma auch ein schneller Mann. Wäre auch eine Option gewesen, den zu verpflichten, aber wahrscheinlich das Geld. Das liebe Geld. Oh, Brown, das verstehe ich nicht. Er ist doch schon da und dann geht er weg. Und von alleine, da kommt er auch nicht hinterher. Achtung, Braga. Oh, die kommen jetzt zum 2-1. Achtung, Pfosten. Warum geht Brown da weg? Ich verstehe es nicht. Ich möchte es einfach nur verstehen. Warum geht Brown nicht hin? Er ist schon neben Buma. Er hat den Ball eigentlich schon. Und dann geht er trotzdem weg. Und Fofana, natürlich. Wer auch sonst. Gewinnt hier einen Zweikampf nach dem anderen. Fofana, der andere, gegen Niakite. Der geht schon vorher zu Boden. Ekitike setzt sich ab und jetzt rein damit. Und die Entscheidung. Oh, war das wichtig. 3-0. Auf der anderen Seite hätte Braga zum Anschluss kommen können. Hier setzt sich Ekitike ab, hat Platz. Ja, und dass er den macht, das ist Formsache. Das ist dann nur noch Formsache. Guck, da wollte er schon wieder durchlaufen. Setzt sich dann noch im entscheidenden Moment ab. Und haut den dann rein zum 3-0. Und somit ist das der nächste Sieg in der Champions League. Also, es läuft reibungslos bislang. 4. Spiel, 4. Sieg. Das ist schon gefühlt die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Ne, dazu müssen wir noch, glaube ich, 1, 2 Spiele machen und erfolgreich gestalten. Und genau das müssen wir halt jetzt auch auf die Liga übertragen. Da müssen wir auch wieder dominant spielen. Vorne, es sagt sich immer so einfach, Chancen rausspielen und so weiter und so fort. Wir müssen in diesen Flow vom Saisonbeginn wieder reinkommen. Da haben wir wirklich gut gespielt. Da haben wir auch ein gutes Pressing gehabt. Das hat mir richtig gut gefallen. Defensiv haben wir fast nichts zugelassen. Haben auch Gegentore bekommen, natürlich. Aber das wird. Das bekommen wir hin. Wir haben so eine gute Truppe hier. Das lässt sich trotzdem super gut spielen hier. 1, 2 Kontakte, ein Doppelpass nach dem anderen. Das kann ich halt auch nicht vermeiden. Wie gesagt, wenn die es halt nicht schaffen, den Ball 10 Meter am Gegner vorbeizuspielen. Mehr kann ich nicht machen, aber 2 Kämpfe gewinnen en masse. Mit Dimitriou unter anderem, das geht ganz gut. So, Spiel trudelt hier so ein bisschen aus. 4 Minuten sind es noch. Nächster Sieg ist auf jeden Fall schon unter Dach und Fach. Fragt sich nur mit welchem Ergebnis. Dimitriou, der steht wieder in der Luft. Also auch von Braga. Die hatten mal so 2, 3 gute Chancen, aber im Prinzip der Pfostenschuss, gut, wenn er reingeht, sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber ist er ja Gott sei Dank nicht. Fofana nochmal mit dem letzten Abschluss. Und dann ist es Sieg Nummer 4 in Spiel Nummer 4. Braga, Sociedad, Amsterdam und Bologna. Das sind bislang die 4 Gegner, gegen die wir gewonnen haben. Souverän, fast in jedem Spiel. Und das ist schon, ja, gefühlt das Achtelfinale, aber wir haben natürlich noch zu spielen. Wir haben noch Barcelona, wir haben den AC Mailand. Wir haben also noch ein paar schwere Aufgaben, aber auch die werden wir irgendwie hinkriegen. Jetzt geht's wieder zu Hause, diesmal in der Liga. Diesmal gegen den 1. FC Köln. Wieder ein Team von unten. Wir hatten jetzt hier Hertha, wir hatten den HSV. Beides Spiele, wo wir uns ziemlich schwer getan haben. Ihr seht, gegen Mannschaften, die unten drin stehen, ist nie gut Kirschen essen. Das ist halt immer ein bisschen schwerer. Meistens. Also in 7 von 10 Fällen, sage ich mal, sind die Gegner von unten schwerer als die bei dir oben drinne stehen. Die Köln haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Die warten also auch mal wieder auf den Sieg. Muss ja nicht gerade gegen uns sein. 2 Unentschieden gehabt, 3 Niederlagen in den letzten Spielen. Ich gucke jetzt nochmal kurz auf die Champions League Tabelle. Das interessiert mich nochmal. Und da müssen wir nachlegen. Leipzig hat schon gewonnen, die haben schon gespielt. Ne, die haben unentschieden gespielt. Das heißt, wir können ja auf einen Punkt rankommen. Also die Bayern und Leipzig nehmen sich gegenseitig die Punkte im Spitzenspiel. Gucken wir mal kurz in die Champions League hier rein. Sind wir nach wie vor Zweiter. Haben jetzt erst 4 Spiele. Ja, klar, 4 Spiele, 4 Siege. Klar, der AC Mailand ist mit oben mit dabei, Barcelona. Ja, aber Man City, wir und der AC Mailand sind die einzigen, die 4 Spiele gewonnen haben. Haben auf Salzburg jetzt 4 Punkte Vorsprung. Und ist jetzt Benfica der nächste Gegner. Wo ist Benfica? Stehen die auch weit unten? Wo ist denn Benfica? Real ist auch nur 18.
Das überrascht mich. Also ein paar Mannschaften. Juve ist auch nur 30. Inter ist 31. Was ist denn los mit den Bayern? Ist 34. Die haben jedes Spiel verloren. Gegen wen haben die denn gespielt? Die haben gegen Atletico verloren. Gut, Atletico, da kannst du auch mal verlieren. Und dann gegen den AC Mailand. Und dann haben sie ja gegen Ferencváros verloren. Und gegen wen noch? Gegen wen haben die noch verloren? Ja, gegen Ferencváros. Und wo ist der erste Gegner von den Bayern? AC Mailand. Hä? 4 Niederlagen? Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die so schlecht unten drin stehen. Naja, also dann können wir von Glück reden, dass wir oben stehen. 2. gegen 14. Ich hoffe auf einen Sieg gegen Köln, gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte. Macht's gut. Ciao, ciao.